Wenn wir die Argumente aufgreifen, die im Laufe dieses Bürgerrats aufgekommen sind, dann kann das vielleicht dazu beitragen, dass dieser ganze KI-Diskurs sich nicht mehr auf die üblichen Floskeln stützt, wir brauchen mehr Fortschritt, wir müssen irgendwie konkurrenzfähig bleiben, sondern dass wir mehr Argumente haben, die für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen auch anschlussfähig sind. Ich bin Annika Kaiser, ich arbeite am Red AI Center der Universität Tübingen. Ich glaube, dass man schon natürlich wichtige Erfahrungen sammelt, wenn man in unterschiedlichen Kontexten war. In meinem Fall ist es der Handwerksbetrieb, in meinem Fall sind es meine Kinder. Ich habe zuerst den Realschulabschluss gemacht und mich dann in eine Malerausbildung im Handwerk gewidmet. Danach habe ich das Abitur nachgeholt. Und von dort aus bin ich dann in das Rhetorikstudium gekommen und daraufhin in die Digital Humanities. In meiner Doktorarbeit befasse ich mich mit dem Thema epistemische Ungerechtigkeit und ich tue das aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive. Das Red AI Center beschäftigt sich mit gesellschaftlichen Diskursen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Es gibt einen großen Gesprächsbedarf zu diesem Thema. Aus dieser Bewegung heraus ist auch die Idee entstanden, diesen Bürgerrat zu künstlicher Intelligenz und Freiheit ins Leben zu rufen, in dem möglichst viele Perspektiven zum Thema künstliche Intelligenz zusammengebracht werden können. Der Bürgerrat hat sich zusammengesetzt aus 40 Personen, die wir nach den Kriterien Geschlecht, Alter, Bildungsstand und Migrationshintergrund aus unterschiedlichen Kommunen in Baden-Württemberg gelost haben. Damit haben wir eine möglichst repräsentative Zusammenstellung von Menschen gehabt und damit eben auch ganz diverse Meinungen und Perspektiven. Gibt es bestimmte Probleme, die diesem entgegenstehen, ja, die dafür sorgen, dass wir diese eigentlich große Diversität, die sich hier in einem Raum versammelt, überhaupt nicht produktiv nutzen können, weil es manchen Menschen vielleicht schlechter gelingt, ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven mitzuteilen, weil sie vielleicht von anderen weniger Gehör erfahren, weil die Erfahrungen, die sie gemacht haben, aufgrund fehlender sprachlicher Ressourcen nicht so gut artikulierbar sind. Und letztlich leiden darunter alle. Es leiden darunter diejenigen, deren Wissen keinen Eingang in diese Kommunikationsprozesse finden. Es leidet die Politik, die sozusagen ja Politik für alle machen will und soll. Die Wissenschaft leidet darunter, weil sie eben auch diese Lebensrealitäten ja in ihrer Ausrichtung auch von Forschungsdesigns nicht gut mit berücksichtigen kann. In dem Moment, wo man sagt, uns entgehen besondere Wissensarten, besondere Perspektiven, müssen wir auch den Blick in das Wissenschaftssystem selbst werfen. Und deswegen bin ich der Meinung, brauchen wir ganz aus pragmatischen Gründen Frauen als Professorinnen. Wir brauchen Schwerbehinderte in Professorenstellen. Wir brauchen Menschen des zweiten Bildungsweges im Wissenschaftssystem, die sozusagen diese Perspektiven dort mit einbringen.